Vielen Dank, Herr Posanok. Ja, wunderbar. Okay, ja, auch ich begrüße natürlich ganz herzlich alle Teilnehmer hier aus meinem Hamburger Homeoffice. Vielleicht noch ein Zusatz zu den Dambach-Lagersystemen. Seit letztem Jahr werden sämtliche Produkte und eben auch Innovationen im Rahmen von Brownfield-Ansätzen unter der Marke Logikit gebündelt. Und das führt mich eben auch jetzt schon zum heutigen Thema. Und zwar Brownfield-Automatisierung im urbanen Umfeld mit Logikit. So, worum geht es? Ganz kurz zur Agenda des heutigen Pitches. Also zum einen um die Herausforderungen bei der Palettenlagerhaltung im urbanen Umfeld. Ganz wichtig, heute eben das Thema Palette im Fokus. Ist ganz klar, es gibt auch viele Produkte und Innovationen, was die Kleinteile-Lagerung betrifft. Also ja, es sei genannt Mikro-Fulfillment Center, Mikrodepots und. Aber es ist eben auch so, je weiter man oder einen Schritt, wenn man dann weiter weggeht vom Endnutzer oder Konsumenten eben auch, ist man eben sehr schnell wieder bei der Palette. Insofern die Herausforderungen, die man dort sieht, sieht man eben auch bei der Palette, weil dort ja natürlich für den entsprechenden Nachschub auch gesorgt werden muss. Oder es gibt natürlich auch viele Produkte, ich denke da zum Beispiel an Mineralwasser, die eben in solchen Volumina auch gehandelt und eben auch nachgehalten werden müssen, dass man da nicht um die Palette herumkommt. Insofern gibt es dort eben auch im Palettenbereich, speziell ja im urbanen Umfeld, einen enormen Innovationsdruck und eben auch die entsprechenden Innovationen. Und ganz wichtig auch hier, ich möchte das Ganze nochmal in den Kontext von Greenfield und Brownfield Ansätzen stellen. Und zu dem Thema Greenfield, da geht es ja um das Thema Produkt oder besser gesagt neue Logistikimmobilien oder Hauptimmobilien oder Infrastruktur neu zu bauen. Und da hatte ich mal unter Greenfield ein bisschen gegoogelt und habe dann dieses schöne Bild hier gefunden. Man sieht die grüne Wiese, blauer Himmel, alles schön. Und als ich dann eben auch noch mal was für Brownfield gesucht habe, dann war eines der ersten Bilder, ja, sah dann so aus, ziemliches Chaos, alles nicht so hübsch, also ziemlicher Schrott ja auch. Ne? Und dieser Eindruck, der da entsteht, wie sage ich mal, das Thema Greenfield mit Brownfield, der Eindruck, der da assoziiert wird, der täuscht definitiv. Weil das Ganze hat zum einen sogar eine politische Komponente. Ich versuche das jetzt hier mal auch entsprechend zu zeigen. Wo es darum geht, wir haben eben immer noch einen recht hohen Flächenverbrauch und der sollte eigentlich auch über die Zeit reduziert werden. Er tut sich auch reduzieren, das sieht man hier, aber die Ziele, die eigentlich für 2020 schon mal gesteckt waren, diesen Verbrauch von auf nur 42 Fußballfelder pro Tag zu reduzieren. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, also das wären diese 30 Hektar gewesen, sondern das Ganze wurde weiter nach hinten verschoben, jetzt auf 2030. Aber es ist insofern, man sieht, es gibt die politische Komponente, es ist politisch gewollt, weniger neue Flächenversiegelung, eben weniger Greenfield, sondern mehr Brownfield zu haben. Neben dieser Komponente gibt es natürlich vor allem im urbanen Umfeld noch ganz andere Themen. Zum Beispiel, dass dort natürlich entsprechende Flächen und Grundstücke, die ich eben brauche für Logistikimmobilien oder eben auch für Lager, die sind gar nicht mehr existent. Muss jetzt kurz umschalten. Und insofern haben wir da zum einen Treiber auch für die Automatisierung. Da geht es einmal um Flächenkosten, weil das, was ich an Fläche habe, möchte ich natürlich so gut und effizient wie nur möglich nutzen. Wir haben natürlich für die Automatisierung gibt es auch einen Treiber des Fachkräftemangel und natürlich auch die Personalkosten, ganz extrem im urbanen Umfeld oder eben auch in Metropolregionen. Das ist ein bekanntes Thema, auch bei Kleinteile-Lagerhaltung. Wir haben mit einer höheren Artikelvielfalt zu tun. Auch die Gebinde werden immer kleiner. Das Thema Verfügbarkeit 24/7, Same-Day-Delivery stellt eben auch ganz neue Anforderungen an, wie die Verfügbarkeit eben der Läger sind. Und da wird es natürlich auch, wenn ich das manuell abbilden möchte, ja auch sehr teuer und schwierig. Und
natürlich dieser Kapazitätsbedarf, vor allem im Brownfield-Bereich, wo ich eben mit dem arbeiten muss, was ich schon habe, steigt eben auch, sei es, ich brauche mehr Stellplätze oder ich brauche höhere Leistung. Und wenn ich eben dort ein manuell betriebenes Lager habe, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, um das zu erreichen. Das ist das Thema Automatisierung. Und auch nochmal zu dem Thema Treiber für Brownfield-Ansätze. Ich hatte es kurz schon erwähnt. Es ist die Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücken nimmt rapide ab. Vor allem natürlich im urbanen Bereich, sei es ja Wohnungen, Gewerbe oder auch Industrie. Die Vorschriften sind ja verschärft. In Städten natürlich und stadtnah natürlich noch höher. Es möchte keiner neben seinem Einfamilienhäuschen dann dort eine 12 Meter hohe oder nicht nur 12 Meter, 20 oder sogar 40 Meter hohe Logistikimmobilie stehen haben. Insofern kann man das gar nicht entwickeln. Man kann aber mit einem Brownfield-Ansatz eben vorhandene Infrastruktur nutzen. Das heißt, wenn ich dort eben entsprechenden Anschluss habe und die Genehmigung, Straßen für den Lkw-Verkehr zu nutzen, kann ich das natürlich weiterhin tun. Und es sind sehr viel kürzere Entwicklungszeiten. Ein ganz wichtiger Punkt noch, wir haben natürlich eine Wirtschaftlichkeit, weil ich das nutze, was schon da ist. Und ich kann eben auch Ressourcen schonen, weil ich eben nicht alles neu von der grünen Wiese aus entwickeln muss. Aber interessanterweise ist der Fokus derzeit, vor allem auch bei der Palettenlagerautomatisierung, eben noch stark auf das Thema Greenfield ausgerichtet. Und insofern bedarf es da weiterer Innovationen. Es gibt natürlich auch Herausforderungen bei der Brownfield-Entwicklung. Das ist zum einen, ich habe natürlich entsprechende Gebäudegeometrie, also Schrägdächer zum Beispiel oder auch die Technik, Brandschutz, den Materialfluss, der sich dort auch schon entwickelt hat, also wo die Tore sind, wo die Warenausgangszonen sind. Damit muss ich natürlich flexibel umgehen. Und klar, es gibt noch Themen der Statik, sei es Bodenstatik oder auch die Gebäudestatik für neue Regale oder eben auch die Automatisierungstechnik, die zu berücksichtigen ist. Und was eben in diesen bestehenden Gebäuden und Hallen meistens der Fall ist, auch eben aus Brandschutzgründen, die sind eben nicht besonders hoch. Also so 7,5 bis 12 Meter sind so die gängigen Höhen, unterkante Binder. Und alles darüber hinaus ist dann eher selten anzutreffen, was eben auch für die Automatisierung erstmal nicht vorteilhaft ist. Und zu guter Letzt, man hat natürlich dort auch mit gewachsenen Strukturen zu tun, die im Nachhinein doch vielleicht teilweise etwas seltsam anmuten, sicherlich historisch bedingt zu erklären sind, aber auch das sind Themen, wo man sehr, sehr flexibel mit seinen Produkten auch reagieren muss. Insofern, es gibt da einen Innovationsbedarf, sich an diese Brownfield-Themen, die eben vor allem im urbanen Umfeld sehr, sehr wichtig sind, anzupassen mit der Lagertechnik. Und da ist eben bei Dambach jetzt in den letzten Monaten dieser Fokus wurde immer mehr auch Richtung dieses Brownfield-Themas gelegt und ist eben auch schon recht viel passiert. Also zum einen ein Thema ist die Raumnutzung. Also man muss natürlich versuchen, das, was an Raum da ist, so gut wie nur möglich zu nutzen. Das heißt, Verluste aufgrund der Automatisierung sind dann möglichst gering zu halten. Also insofern, wenn man sich zum Beispiel ansieht, das sogenannte untere Anfahrmaß, also das ist quasi der Abstand zwischen dem Boden und der zuerst einzulagernden Palette, bewegen uns dann normalerweise so zwischen 600 und 800 Millimeter, was vielleicht bei 10 Meter verfügbarer Raum schon relativ viel ist. Und da sind wir jetzt schon runtergekommen für Shuttle-Systeme, also die sogenannten Kanallager auf 400 Millimeter und jüngst eben auch mit einem ganz neuen System mit einer entsprechend intelligent strukturierten oder konstruierten Schwenkschubgabel kommen wir jetzt sogar schon auf 0 Millimeter runter. Das heißt, wir können zum einen bestehende Regale nutzen, auch wieder ganz dieser Gedanke des Brownfield-Ansatzes, aber eben auch haben wir da nur sehr, sehr geringe Höhenverluste. Das andere Thema ist, wir müssen uns auch bei Dambach ein gewisses Umdenken ist auch da, von diesem immer höher und immer weiter hin eben zu kompakterer Technik, auch wieder leichterer Technik und eben auch sehr, sehr filigran gebauter Technik. Und da tut sich eben auch einiges, wenn wir uns zum Beispiel Fahrwerke anschauen, die eben jetzt auch wieder sehr viel niedriger konstruiert werden, teilweise auch der Einsatz neuer Materialien und Werkstoffe, um eben auch leichter zu bauen.
So. Dann noch dieses Thema Artikelvielfalt. Ich hatte es auch eingangs kurz erwähnt. Das trifft auch für die Palette zu. Also wir werden sehen, dass immer mehr auch Halbpaletten gelagert werden. Teilweise geht der Trend ja auch schon zur Viertelpalette. Und auch da ist es eben sehr, sehr wichtig, mit diesen Anforderungen mitzugehen und entsprechend innovativ zu sein. Bei Dambach haben wir jetzt hier einen Halbpaletten-Shuttle auch entwickelt. Man sieht so ein bisschen die unterschiedliche Größe vom bisherigen Shuttle eben hin zu diesem sehr viel kleineren Shuttle. Und da hilft es eben nicht nur eine Miniaturisierung sozusagen, sondern da muss natürlich auch ganz neue Ansätze müssen gedacht werden, was die Energiebereitstellung mit entsprechenden Kondensatoren betrifft oder eben auch die Antriebstechnik. Und zu guter Letzt auch hier ganz wichtig, es ist natürlich ein Thema, ein Software-Thema auch unter dem Stichwort intelligente Stellplatzverwaltung. Also da ist die Digitalisierung auch unverzichtbar. Zum einen, es geht natürlich immer mehr auch hin zum unbeaufsichtigten Betrieb oder auch Remote-Betrieb, wo die Software entsprechend intelligent sein muss und die mögliche und den Schnittstellen zur Verfügung stellen muss, aber eben auch darum, selbstlernende Artikelverwaltung zu implementieren für zum Beispiel Schnelldreher, Langsamdreher, also dieses ABC-Artikel-Konzept oder eben auch gewisse Saisonalitäten mitzuplotten und vorherzusagen. Oder auch, wenn es darum geht, in dem Day-to-Day-Business eben vielleicht schon mögliche Auftragsbücher zu antizipieren, um dort während dieser Off-Shift-Zeiten auch Lager vorsortieren zu können, so ein bisschen wie man seine Festplatte auch dann defragmentiert. Ganz wichtig wird da auch das Thema Simulation. Es gibt es schon, klar, auf jeden Fall, aber eben auch, es wird wichtiger, um eben auch diese Lagerstrategien hier zu optimieren und eben auch zu validieren. Und insofern mit dieser intelligenten Lagersoftware werden immer weiter auch die Grenzen eigentlich des bisher technisch Machbaren überwunden und erweitert. Ja, ich danke den Teilnehmern ganz herzlich für Ihr Interesse. Und jetzt wären, glaube ich, noch kurze Minuten Zeit für Fragen und Anregungen. Super, vielen Dank. Sogar vor der Zeit fertig geworden, Herr Klöpfer. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, das sind ja Lösungen vor allen Dingen für größere Verteilzentren. Wenn wir jetzt daran denken, dass es in der Stadt relativ eng zugeht und aktuell ja vor allen Dingen, Sie kennen das vielleicht, Gorillas oder auch Flink, die arbeiten mit so ganz kleinen Legern. Gibt es schon technologische Lösungen für so hyperlokale Verteilzentren von Ihrer Seite oder arbeiten Sie da vielleicht sogar schon dran? Ja, also ganz klar, das ist ein Thema, vor allem wenn es dann darum geht, diese Kanalläger, die ja mit die höchste Stellplatzdichte haben, eben auch für diese ganz, ganz kleinen Räume zu konstruieren. Allerdings, man muss da natürlich auch ganz klar sagen, es ist eben nicht nur damit getan, zu versuchen, den Nachschub, sage ich mal, in der Stadtgrenze bereitzustellen. Das wird einfach nicht funktionieren können. Dafür sind die Volumina auch zu hoch. Das heißt, man wird sicherlich in den Metropolregionen dort eben die Flächen nutzen müssen und so gut nutzen müssen, wie es nur geht, um eben dort auch den entsprechenden Nachschub bereitstellen zu können, um diese, diese Mikrodepots dort dann auch häufig und entsprechend gut wieder neu bestücken zu können. Was ist denn, oder gibt es eine Mindestgröße, ab der Sie so etwas aufbauen können? Mindestfläche? Ja, gut, also da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wenn man sich die Räume als solche ansieht. Zum einen, also ich würde mal sagen, wenn es natürlich zu niedrig wird, zum Beispiel die Deckenhöhen, also wir hatten da jetzt mal einen Fall mit einem Kunden, der sowas Ähnliches abbilden wollte. Ich glaube, was waren das, 5 oder 6 Meter Höhe? Da wird es natürlich schon schwierig, sowas dann auch wirtschaftlich tatsächlich umsetzen zu können. Wenn möglich, würde man da wahrscheinlich eher ein einfaches Blocklager nehmen. Aber ansonsten, ich sag mal, von der Quadratmeteranzahl, sicherlich, also wenn es dann nur irgendwie 200 Quadratmeter sind, da ist ein Palettenlager, ist dafür sicherlich nicht geschaffen. Aber wenn wir dann davon sprechen, vielleicht irgendwo so 1000, 2000 Quadratmeter, da kann man sich durchaus schon überlegen, sowas zu implementieren. Okay, danke. Dann gehen wir mal direkt weiter zur nächsten Frage. Wo liegen die Unterschiede zu fahrerlosen Transportsystemen? Die Frage kommt von Herrn Kreisel.
Also die fahrerlosen Transportsysteme, die haben sicherlich auch, ja, ich würde mal sagen, ihre Nische oder Daseinsberechtigung in Anwendungsfällen. Allerdings, dort gibt es natürlich Themen, wenn es um hohen Durchsatz geht. Also der hohe Durchsatz, der kann sich zum einen dadurch ergeben, dass also der Lagerumschlag eben entsprechend hoch ist, aber eben auch dadurch, wenn ich an das Thema Kanallager denke, und dort eben dieses Kanallager entsprechend ja, defragmentieren muss, vielleicht für den nächsten Tag, da muss natürlich vieles an Palettenbewegungen passieren. Und da stoßen fahrerlose Transportsysteme teilweise dann doch an ihre Grenzen, weil was die Leistung betrifft, sind die natürlich den, ich sag mal, wirklich rein auf den Lagerbetrieb fokussierten ja, wie Regalbediengeräte oder Carrier eben auch Ansätze sind da natürlich noch überlegen. Anderes Thema ist, wenn wir dann im Tiefkühlbereich sind, was ja auch interessant ist, auch im urbanen Umfeld, weil wir da eben viele ja, Konsumenten von Lebensmitteln ja auch haben, wird es natürlich auch schwieriger, wenn es dann darum geht, ja, die mit den Batterien zum Beispiel umzugehen und da entsprechend die ja, Bereitschaft von diesen Systemen für längere Zeit dann auch ja, bereitzustellen. Okay, dann eine Frage von Herrn Nowak. Mit welchen Implementierungszeiträumen ist zu rechnen, also die Dauer nach der technischen Klärung und Beauftragung? Ja, nach Beauftragung kommt natürlich auch wieder so ein bisschen auf die Komplexität des Projekts an. Aber da würde ich mal sagen, so zwischen 6 und 12 Monate sind tatsächlich dann realistisch, was die Umsetzung betrifft. Ich glaube auch, das ist gar nicht schlecht, weil ein bisschen Vorlauf braucht es auch, weil eine Sache muss man auch ganz klar erwähnt haben, wenn wir eben von Brownfield-Ansätzen sprechen. Das heißt ja auch, dass ja da derzeit ein gewisser Betrieb stattfindet. Das heißt, für denjenigen, der sich natürlich für so einen Brownfield-Ansatz entschließt oder eben auch entschließen muss, weil er gar keine andere Alternative hat, der braucht natürlich auch für sich ein bisschen Vorlaufzeit, seine operativen Prozesse für die Zeit des Umbaus dort ja teilweise zumindest auszulagern. Okay, dann noch eine Frage zum ROI mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja, mit was für einem ROI ist zu rechnen? Die Frage kommt von Nass. Ja, gut, kurze Antwort. Also auch wieder, es kommt ein bisschen drauf an, aber ich sage mal, die zwei wesentlichen Treiber sind zum einen das Thema, ja, wie viel oder die Personalkosten, was kann da eingespart werden? Das macht sich fest am Durchsatz und eben aber auch an den Betriebszeiten oder den Schichten. Und wenn man da eben sehr viel manuellen Betrieb hat, sieht man durchaus auch mal ROIs ja unter oder Amortisierungszeiten unter 3 Jahre, 2 bis 3 Jahre sind möglich. Oder aber eben auch, wenn ich eben die Stellplatzkapazität entsprechend erhöhen kann und dadurch eben auch mein Geschäft ausweiten kann, ist das auch möglich. Ansonsten aus dem täglichen Doing heraus würde ich mal so sagen, 3 bis 5 Jahre sind eigentlich so die Zeiten, die ich dort sehe.